Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wer das Video von gestern gesehen hat, der weiß schon, um was es sich heute handelt. Denn wir haben ja gestern, wer es nicht gesehen haben sollte, der sollte sich das auf jeden Fall nochmal anschauen. Wir haben versucht, in die internationale Ehrenhalle zu kommen. Das heißt, wir mussten um Punkt 18 Uhr Platz 1 auf meinem Server hier sein, um dann auch nächsten Tag in die internationale Ehrenhalle zu gelangen. Ne? Also der beste Spieler, der gerade auf Platz 1 ist, um 18 Uhr wird dann nächsten Tag in die internationale Ehrenhalle aufgenommen. Das hatten wir gestern im Video, ja, was wir ja im Livestream erspielt haben, geschafft gehabt. Und einen Tag darauf, ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben, falls ihr nachgeschaut habt, weil ich nehme das ja einen Tag später auf quasi, gehen wir rein in die internationale Ehrenhalle, scrollen ein bisschen runter und sehen hier auf Platz 96, ja, den Dorza zu stehen. Ja? S31.sfgame.de steht hier in der internationalen Ehrenhalle für jeden ersichtlich, für jeden sichtbar quasi auf allen Servern weltweit, ist in den Top 100 der Dorza, ja, auf Platz 96 hier momentan. Und ja, ob es nun gerechtfertigt ist, dass ich hier stehe, sei mal dahingestellt. Ich bin nicht der Stärkste von meinem Server, das muss ich mal so zugeben. Es gibt hier noch genug andere Leute auf dem Server, die noch deutlich stärker sind als ich. Und deswegen ja, haben wir versucht quasi mit der Abenteuerlust und ein bisschen was wir in der Zeitmaschine hatten, noch ein bisschen an Ehre dazu zu gewinnen und uns dann so den Platz 1 dann zu stibitzen um die Uhrzeit. Ich wollte aber unbedingt ein einziges Mal im Leben wollte ich mal in der internationalen Ehrenhalle sein. Ich habe so viele krasse Ziele in letzter Zeit erreicht. Ich wollte ein einziges Mal im Leben auf Platz 1 kommen auf meinem Server hier. Das habe ich mittlerweile geschafft. Ich war jetzt schon mehrfach Platz 1 und halte mich in den Top 9 hier wirklich sehr, sehr gut, weil hier sind halt, da ist halt nicht viel Ehrenabstand dazwischen so, deswegen Top 9. Ne? Die sind hier so mit am aktivsten. Und ich war sehr häufig schon auf Platz 1, also das ist ein Ziel, das habe ich erreicht, das wollte ich unbedingt erreichen. Und was dann noch krasser ist, was ich niemals gedacht hätte, dass es mal eines Tages soweit ist, ein einziges Mal international vertreten sein, ein einziges Mal in der internationalen Ehrenhalle. Und wir sind in den Top 100 weltweit. Und wir können natürlich auch auf den Namen draufgehen und den aktuellen Kampf anzeigen, ja. Und dann können wir uns meinen allerersten internationalen Kampf anschauen, den ich hier bestritten habe. Wir drücken auf aktueller Kampf. Let's go. Ich erwarte aber nichts Gutes. Zack. So, gegen Justin Bobr. Und der Kampf ist schneller vorbei, als er angefangen hatte. Ja. Ich kann mir so den Kampf sogar speichern, glaube ich, wenn es hier so, ne, oder? Nee. Obwohl, wenn ich mir mal jetzt so einen normalen Kampfspeicher hier irgendwie. Warte mal. Wenn wir jetzt mal hier unseren Platz 1 angreifen. Dann konnte ich doch mit einem Trick, glaube ich. So, da haben wir mal fix. Ah, fuck. Oh, ich wollte sagen, ach, Mist. Ich wollte den Kampf speichern hier. So. Zack. Wird der jetzt angezeigt, hier der internationale Kampf? Nö. Okay. Oh, gut. Hat den nicht angezeigt. Ja, schade. Kann ich mir nicht speichern, den internationalen Kampf? Den hätte ich mir jetzt gerne gespeichert, auch wenn ich verloren habe. Wir gucken uns den nochmal an. Ja, ich starte hier mit einem super geilen Crit, aber er crittet halt auch und ja, das ist halt das Ding. Ne? Ich kriege hier ziemlich aufs Maul. Ich habe aber auch mit nichts anderem gerechnet, muss ich sagen. Da wir uns ja hier wirklich, ne, also da ich ja jetzt nicht wirklich, wie gesagt, der Stärkste von meinem Server bin, aber das Ding hier, das ist auch komplett 50-50, wer hier gewinnt, so nach dem Aussehen irgendwie. Ne? Hätte ich jetzt angefangen, dann hätte ich halt 2 Hits gehabt. Jetzt und dadurch habe ich halt jetzt nur einen einzigen Treffer rausgekriegt. Ne? Hier ein Treffer, der hat halt gesessen und er hat halt leider angefangen. Das ist halt
ein bisschen schade so. Ich hätte lieber angefangen, aber in dem Falle, gut, fing er an. Das macht viel aus. Viel ist natürlich auch random hier in der internationalen Ehrenhalle. Ne? Da ist natürlich, ja, so ist natürlich so eine Sache. Ne? Wer da irgendwann, ja, weiß ich nicht, konstanter ist, der wird natürlich auch weiter aufsteigen in der internationalen Ehrenhalle, ist auch ganz klar. Aber viel hat auch halt mit RNG zu tun, mit Glück halt. Ne? Wer fängt zuerst an, wer teilt die besten Crit-Treffer aus und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, ist ja in ganz Shakes and Fidget quasi so der Fall, also halt eben auch in der internationalen Ehrenhalle. Ne? Warum sollte es da anders sein? Ja, auf jeden Fall schade, dass wir den allerersten internationalen Ehrenhallenkampf verloren haben, aber was willst du machen? So, wir lassen uns trotzdem nicht unterkriegen. Ich bin hochmotiviert, trotzdem weiterhin, immer noch, mich zu verbessern auf meinem Server, ja, mit meinem Charakter hier und dann auch eines Tages konstant den Platz 1 einzunehmen. Ja, relativ konstant. Ob ich mir so einen krassen Vorteil erarbeiten werde, dass ich dauerhaft auf Platz 1 bin, wage ich zu bezweifeln, weil die Konkurrenz, zumindest die Top 5, ne, auf meinem Server, die ist auch sehr heftig. So, ne, ich meine, das sind die besten Spieler, so, ne, die besten 10 Spieler vom Server. Klar sind die heftig und trotzdem, ja, auch wenn die Konkurrenz stark ist, möchte ich trotzdem versuchen, mir dort den kleinen Abstand irgendwie zu erpilzen, zu erkaufen, zu erarbeiten, über die Zeit natürlich auch, ne? Dass ich jetzt halt auch auf Gold gehe und ja, jetzt noch ein bisschen mehr in meinen Ausdauer skille, damit ich noch ein bisschen besser im PvP abschneide und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, hier 1 Milliarde Crit, auch sehr nice. Ne, das sind alles so Sachen, so fein, so der Feinschliff, sag ich mal, was mich und meinem ja, Account hier noch nach oben treibt. Der nächste Leggy Dungeon wird abgeräumt, so, ne? Da werden nochmal ordentlich Stat-Punkte ausgeteilt. Dann bin ich hier fleißig am Kristalle farmen für die nächsten Leggy Items und so weiter und so fort. Und das sind alles so Defizite, die ausgemerzt werden müssen. Und ich hoffe mal, dass das dann auch mehr oder weniger eines Tages reichen wird, um uns halt hier, ja, auf Platz 1 denn mehr oder weniger sicher denn zu platzieren. Und dann, ja, auch den Server zu vertreten in der internationalen Ehrenhalle, ne, dass ich dann nicht mehr mich da reinmogeln muss, sondern dass ich halt mehr oder weniger dauerhaft auf Platz 1 bin. So, ne. Das ist auf jeden Fall das Ziel, was ich habe. Und dadurch, dass ich jetzt halt den Kampf verloren habe, ne, das zeigt mir halt nur, dass ich halt noch stärker werden muss. Das ist halt so das Ding. Ne. Ich möchte halt ein bisschen besser werden oder ein bisschen besser abschneiden in der internationalen Ehrenhalle. Und mein Ziel ist es halt nicht mehr hier großartig auf dem Server hier groß aufzusteigen, weil wie gesagt hier die Ehre ist hier so nah zusammen. Ein Angriff, ja, einmal komplett durchquesten, so, weil beim Questen bekommt man ja auch Ehre dazu, ne? Dann ist hier wieder ein anderer auf Platz 1, so, ne? So wie das hier hin und her geht. Bei mir ist es wirklich, also ich achte jetzt wirklich dann mehr darauf, denn ja, wie gesagt, wenn ich mich dann verbessert habe, denn hier ein paar Plätze aufzusteigen, so, ne, das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung, die ich gerne meistern würde. Und jetzt mit den Tipps auch von Strider, denke ich mal, ist das auch eine ganz coole Sache. Ne, ich habe hier auf jeden Fall den Charlie oben im Blick, so, Grüße gehen raus an der Stelle, ist ja ein Mod bei mir. Und ja, der Charlie ist hier auf Ingame, ne, wir hatten ja auch schon mal, ich glaube, jetzt schon 2 Videos oder so hab ich mit Charlie jetzt schon auf meinem Kanal gebracht, ne? Und das ist halt auch ein, ja, also da sehe ich halt nochmal so die Unterschiede, so, ne? Weil Charlie ist halt auch ein sehr krasser Pilzer, wie ich finde. Der hat halt auch der hat richtig krass verbesserte Begleiter und so weiter und so fort. Da bin ich halt meilenweit noch entfernt. Aber peu à peu möchte ich mich da trotzdem ein bisschen noch verbessern. So, und vielleicht schaffen wir es eines Tages mal, uns ein bisschen hochzuarbeiten. Ne? Ich meine, der Charlie, der hört ja jetzt auch nicht auf. So, der zieht ja natürlich auch weiter durch, was ich auch sehr gut finde. Aber das auf jeden Fall, dass man da mal eines Tages so ein bisschen anknüpfen kann und ja, denn ja, vielleicht mal eines Tages sogar gegen Charlie hier in der internationalen Ehrenhalle kämpfen kann. Das wäre auf jeden Fall cool, würde ich sehr feiern und deswegen bleibe ich da auf jeden Fall am Ball, so, ne?
Und ich hoffe mal, dass so ein paar auf den anderen Servern hier, wir haben hier in Tschechien, Polen haben wir hier, dann haben wir so einen WebTR, nochmal Tscheche, hier noch einen US-Server noch dazwischen, dass da vielleicht ein paar Leute, ja, vielleicht ein bisschen inaktiver werden, weil da hofft man ja auch heimlich so ein bisschen drauf, dass man denn darüber noch ein bisschen ein paar Ränge aufsteigen kann. Ne? Das wäre auch jetzt, sag ich mal, ja, ich meine, Konkurrenz ist immer gut, aber international gibt es halt mehr als genug Konkurrenz. Deswegen bin ich da jetzt nicht traurig, dass da jetzt vielleicht der ein oder andere jetzt vielleicht aufhört zu spielen in meinem Bereich da so. Ne? Also auf jeden Fall, der erste Kampf hier wurde, ja, haben wir leider verloren, ne? Aber kannst du nichts machen. Gegen den Justin hier aus Tschechien, Tschechen-Server S13, ja. Aber gut, müssen wir auf jeden Fall mit klarkommen. Wir sind in den Top 100. Ist auf jeden Fall auch cool. Ich werde mich jetzt erstmal wieder ein bisschen in die Verdeckung zurückziehen und lasse die Leute, die momentan noch ein bisschen stärker sind als ich auf meinem Server hier, lasse ich erstmal den Vortritt, ne, dass die erstmal noch unseren Server hier nochmal ein bisschen representen, so, dass die den ein bisschen vertreten und wenn ich denn soweit bin und mich dann neu equipped habe mit Leggy-Zeug und so weiter und so fort und ein paar Monate ins Land gegangen sind, ne, indem ich mich neu geskillt habe und ein bisschen, ja, halt dadurch profitiere, dass ich halt auf Gold geswitcht bin und ja, was auch nochmal ein ganz großer Aspektpunkt ist, ich habe ja jetzt auch meine Mine am Ausbauen hier, dadurch, dass ich meine Schatzkammer eher zuerst auf 45 hochgezogen habe, ja, habe ich ja ganz, ganz lange Zeit auf schlechtere oder auf bessere Edelsteine verzichtet, so. Jetzt bin ich aber dabei, die Edelsteinmine hochzuziehen auf 100, das heißt, ich hole da auch wieder ein bisschen was raus an Statpunkten über die Edelsteine, ne? Mein Vorteil ist jetzt nur, gegen den Leuten gegenüber, dass ich halt, also die Leute, die halt die Schatzkammer zuletzt ausgebaut haben, die halt sagen, ey, ich ziehe jetzt die Edelsteinmine zuerst durch, bevor ich die Schatzkammer angreife, so, die haben halt temporär bessere Edelsteine als ich. So, diesen temporären Bonus, den hole ich aber eines Tages auf und in der Zeit, wo ich so ein kleines Defizit habe, statpunktmäßig durch die Edelsteine, was ich früher oder später sowieso ausgleiche, weil ob die jetzt nur zuerst Level 100 sind oder ich später Level 100, das ist eigentlich egal, weil früher oder später ist jeder auf Level 100, Edelsteinmine. Nur in der Zeit, wo ich jetzt nachziehe mit meiner Mine, habe ich halt eine komplett ausgebaute Schatzkammer und kann halt alle Items, die ich hier habe, sammeln, horten und wenn es drauf ankommt, zur Hexe bringen. Was halt die Leute, die halt die Edelsteinmine jetzt weiter durchgezogen haben, nicht können. So, die haben zwar einen temporären Vorteil mir gegenüber, weil die halt bessere Edelsteine und sowas haben, aber ich habe auf lange Sicht gesehen einen höheren Vorteil dadurch, weil ich ja sowieso die Edelsteinmine irgendwann ausgleiche auf Stufe 100, ist halt jeder. Nur ich scheffel in der Zeit, scheffel ich halt mehr Geld dadurch, dass ich halt mehr Inventarplatz habe und dadurch mehr Items horten kann, die ich dann zur Hexe bringen kann, wenn sie denn was anbietet. So, ne? Das ist auf jeden Fall die Strategie dahinter und ich denke mal, das ist auch der richtige Weg gewesen. So, ne? Wie gesagt, auch wenn ich darunter leide jetzt so mehr oder weniger, dass andere vielleicht bessere Edelsteine haben, aber das ist halt nur eine temporäre Sache so, ne? Aber auf den Weg dahin können die halt keine Items sammeln oder nicht so viel Items sammeln, so wie ich es halt tue, hier mit den 3 Slots hier noch so, ne? Deswegen, kann ich da in der Zeit auf dem Weg dahin ein paar mehr Stat-Punkte sammeln, weil ich halt hier schön viele Items horte, die ich dann zu Gold umwandeln kann. Ne? Gut, das ist auf jeden Fall die Strategie dahinter. Und ja, ich denke mal, das soll es dann auch soweit für heute gewesen sein. Wir gehen nochmal ins Glücksrad rein. So, haben das soweit. Dann ansonsten, die Pets haben wir jetzt hier auch mehr oder weniger bald abgeschlossen. Ne? Wir haben hier auch schon sehr viel gemaxt auf jeden Fall. Ne? Wie ihr sehen könnt, ich habe hier jetzt schon 2 Habitate oder 2 Elemente habe ich schon auf 4K hochgeballert. Das ist cool. Mir fehlt jetzt nur noch hier Wasser. Dann fehlt mir noch Licht und einmal Schatten. Ja, das andere haben wir schon.
kriegen wir auch nochmal einen kleinen Boni, wenn wir alles voll gefüttert haben. Ist ganz cool und kriegen da natürlich dann auch eine neue Gold-Einkommensquelle durch die Tränke, ne, die wir halt umwandeln können. So, ne? Also wie gesagt, wir können ja die Erdbeeren hier in Glückstränke umwandeln, können den Glückstrank dann verkaufen und haben dadurch ein bisschen mehr Gold. Aber ich werde das erstmal nicht machen. Ich werde die Früchte aufbewahren und mal gucken, was so kommt in Zukunft so, ne? Und mal schauen. Ja, die Früchte kann ich jederzeit umwandeln, die kann ich jederzeit zu Tränken machen, wenn ich möchte. Mache ich aber jetzt erstmal nicht, ne? Da warte ich lieber erstmal noch ein bisschen ab. Vielleicht kommt da noch mal eines Tages mal was, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, horten ist besser als direkt verschwenden. Ist ein Geduldsspiel, deswegen, man weiß nie, was kommt. Also bewahrt euch das auf, was ihr habt, wenn ihr das sowieso jederzeit einlösen könnt. So, ne? Gut, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.